Ihr kennt das sicher. Während ihr gerade begeistert von den neuesten Fortschritten bei eurer Modellbahn erzählt, stellt ihr leider fest, dass das Interesse eurer Zuhörer eher klein ist. Das muss nicht sein. Natürlich haben viele Menschen keinen echten Bezug zur Modellbahn und deswegen habe ich euch hier diesen kleinen, nicht ganz ernst gemeinten Leitfaden entwickelt, mit dem man das ändern kann. Und ihr werdet sehen, dass auch euer Partner sich plötzlich brennend für die Modellbahn interessieren wird. Erinnert ihr euch noch? Weihnachten, das Gleisoval auf dem Teppich und jedes Mal, wenn die Lok den Tunnel von diesem so traumhaft realistischen Plastikberg erleuchtet hat, hat es euch in die eigene Fantasiewelt verschlagen. Also einfach mal das große Deckenlicht ausschalten, den Güterschuppen ins Regal stellen und an den Trafo anschließen. Und schon sorgt die Beleuchtung für die richtige Atmosphäre. Nichts lenkt den Blick mehr ab von diesen liebevollen kleinen Details wie gealterte Fassaden, Paletten, Ladegut. Und wer weiß, vielleicht gab es da früher ja mal auch ein Puppenhaus mit einer Beleuchtung. Wenn ihr euch noch nicht so lange kennt, dann nutzt doch einfach mal den nächsten Besuch, um euren Blick in Ruhe durch die Wohnung schweifen zu lassen. Ihr findet hier bestimmt einige kleine Hinweise, die euch weiterhelfen. Aber aufpassen, mancher vermeintliche Hinweis könnte sich bei näherem Betrachten auch als raffinierte Fälschung erweisen. Ein anstehender Geburtstag ist natürlich der ideale Zeitpunkt, um das bisher Geplante auch in die Tat umzusetzen. Natürlich so, dass es auch euren eigenen Ansprüchen genügt. Das heißt in meinem Fall mit patinierten Zäunen und Paletten und einer rein zufälligen Anordnung der anwesenden Partygäste. Wenn ihr bis hierhin alles richtig gemacht habt, könnt ihr das nächste Experiment wagen. Ich habe hier 2 Schafe auf Magnete geklebt und unter der Grundplatte 2 Riedkontakte eingebaut. Der erste schaltet eine einfache Lauflichtschaltung für das Partylicht, der zweite ein besprechbares Soundmodul. Und jetzt kommt der alles entscheidende Schritt. Wie wäre es denn, wenn die Schafe ihren eigenen Waggon hätten? Dann könnten sie doch zum Beispiel mal auf meiner Anlage spazieren fahren. Also schnell einen Waggon besorgt, natürlich noch die Griffstangen ergänzt und einen Holzboden eingelegt und dementsprechend gealtert. Und dann habe ich noch eine Verladerampe, weil die braucht es ja natürlich, aus Styropor geschnitzt, natürlich in den richtigen Vorbildmaßen. Und ihr werdet es kaum glauben, beim nächsten Treffen hatte sie die Rampe bereits koloriert und ein bisschen ausstaffiert. Die entsprechende Datei hatte ich natürlich schon längst gezeichnet, also ab auf den Plotter. Und damit das Ganze auch gut aussieht, habe ich mich für ein römisches Kopfsteinpflaster entschieden. Und mit der fertigen Verladerampe begann dann endgültig der Bau einer echten Modellbahn. Zeit für das ultimative Shopping-Erlebnis. Lasst euren Partner einfach durch die Gänge laufen und ihr werdet überrascht sein, mit welchen Artikeln er später an der Kasse stehen wird. Aber egal was es ist, gebt euch Mühe, damit es nachher richtig gut aussieht. Zu zweit hat man einfach die besten Ideen. Eins unserer Lieblingsmotive ist dieses kleine Worst-Case-Szenario. Begonnen hat sie eigentlich ganz harmlos damit, dass wir nur mit unterschiedlichen Hütten eine Kleingartenkolonie aufbauen wollten, in der die Nutzer allerdings recht unterschiedliche Vorstellungen von der Nutzung ihrer Parzelle haben. Ja, und dann kam diese Idee mit dem zerbrochenen Zaun und der kleinen Schafinvasion. Und daraus wiederum resultierte die Idee, warum denn diese Pause bei der Reparatur des Zaunes entsteht und was die Beteiligten eigentlich von ihrer Arbeit ablenken könnte. Der ganz besondere Reiz bei dieser Szene
liegt in dem Spiel zwischen dem alten und dem neuen Zaun sowie zwischen dem ungepflegten, verwilderten und streng geometrisch angeordneten Pflanzgarten. Und? Habt ihr die Handschrift bei der Patinierung der Wellblechhütte erkannt? Richtig, das war der Kunstmichi. Ganz lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Und wenn ich die Schafe sehe, muss ich ganz klar an Gisela denken und Holger. Hi, Gisela liebt nämlich Schafe. Eigentlich wollte ich eher nur zeigen, was man mit ein bisschen Farbe aus einem Überraschungsei-Traktor machen kann. Inzwischen stehen beide fertig lackiert auf ihrer Anlage und ich muss mir wohl einen neuen kaufen. Bei einem Spaziergang entdeckten wir dann eine verfallene Hütte und schon kam die Idee, dass wir ein kleines Lost Place bauen müssen. Und dasselbe galt dann auch für einen kleinen Bach mit Schaumkronen und ein bisschen Dickicht. Zwischendurch ein kleines Leckerchen für unsere kleinen Schafe und zum Schluss haben wir dann sogar noch den Güterschuppen in einen Winterstall umgebaut. Letztendlich waren es genau 3 Faktoren, die zu dem Namen Bad Ovisheim führten. Die fundierten Lateinkenntnisse vom Chefredakteur der MIBA, Martin Gnaden, ein nicht veröffentlichter Leserbrief und ein Bahnhof, der nie gebaut wurde. Ja. Und da es sich hier um einen Kurort handelt, haben die Ovisheimer auch ein eigenes Kennzeichen. Und der demnächst entstehende Biergarten wird selbstverständlich von einer Privatbrauerei betrieben. Eigentlich war es ja nie geplant, dass auf diesem Diorama auch Züge verkehren würden. Aber ich habe trotzdem mal den Mittelleiter eingebaut. Man kann ja schließlich nie wissen. Und mit den unlackierten und gealterten Märklin-Zubehörteilen sind die bahntechnischen Anlagen eigentlich auch schon komplett. Inzwischen bauen wir bereits am zweiten Teil dieser Anlage und die Schafe haben natürlich sofort entdeckt, dass es hier einen Bahnsteig gibt. Bahnhof! Nee, also eher ein Haltepunkt. Oh ja, ich will einen Bahnhof. Ja, also mit viel Fantasie vielleicht ein kleines Stationsgebäude mit Ticketverkauf. Nein, ich will einen Bahnhof. Und so kamen schließlich die Reste von meinem alten Bahnhof Calw zu neuen Ehren, als Verwaltung vom Kurbetrieb in Bad Ovisheim. Die einzige Frage war dann noch zu klären, was aus der ehemaligen Wartehalle entstehen soll. Es ist inzwischen Tradition, dass die Schafe sich sofort auf den Weg machen, wenn es irgendwo auf der Anlage etwas Neues zu entdecken gibt. Anscheinend hat sie das Unterwasserlicht von dem noch nicht gefluteten Becken derartig angelockt, dass man wirklich Angst haben musste, sie fallen da jetzt rein. Und es muss ja auch nicht immer ein fließendes Gewässer in der Natur sein. Ich fand es einfach reizvoll, mal die Idee von diesem Schwimmbad umzusetzen. Nachdem die zuerst geplante einfache Innenbeleuchtung den Effekt der Unterwasserscheinwerfer leider wieder zunichte gemacht hatte, kamen wir nach ein bisschen Experimentieren auf die Lösung mit den dünnen Lichtleitfasern in der Decke, die nur den Bereich um das Becken herum erleuchten. Tagsüber wird natürlich Strom gespart, aber trotzdem ist der Welleneffekt immer noch gut zu sehen. Und da die Kurgäste ja schließlich auch irgendwie anreisen müssen, bekam die Anlage tatsächlich ihr erstes motorisiertes Fahrzeug in Form von unserem Schienenbus. Hat sich also doch gelohnt mit dem Mittelleiter. Wenn ihr euch die MIBA-Ausgabe 12 von 2020 besorgt, könnt ihr nachlesen, wie sich die Entstehung dieser Anlage aus der Sicht von der Gisela anhört. Wenn ihr bis hierher jeden Schritt genau befolgt habt, solltet ihr eigentlich jetzt auch vor dem Problem mit den 1000 neuen Ideen stehen. In unserem Fall sind einige davon so speziell, dass sie später sogar ein eigenes Video bekommen werden. Bis dahin, denkt dran, ein Abo dazulassen, wenn ihr immer rechtzeitig informiert werden wollt, sobald ein neues Video online geht. Und natürlich werde ich auch den Mittelleiter nicht aus dem Auge verlieren. Vielen Dank, bis bald.